Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Makermaus und heute nähen wir zusammen ein Nestchen für das Babybettchen. Du kannst das Nestchen zum Beispiel aus Musselin, Waffelpiqué oder Baumwolle mit etwas Stand nähen. Makermaus Sewing. Nähen mit der Maus. Zuerst misst du einmal rund um das Bettchen, um die passende Länge für das Nestchen zu ermitteln. Dann misst du die Höhe. Hier kannst du entscheiden, wie hoch du das Nestchen machen möchtest. Ich habe mich für eine Höhe von 30 cm entschieden, da das Bettchen höhenverstellbar ist und ich es so noch höher stellen kann. Füge zu den beiden Maßen jeweils 1 cm Nahtzugabe außen herum hinzu, um dein Maß für die beiden Rechtecke zu erhalten. Für die Bänder misst du den Abstand zwischen den Stäben. Ich habe mich dazu entschieden, ein Band pro 2 Stäbe zu platzieren. Zähle, wie viele Bänder du benötigst. Schneide die berechnete Anzahl der Bindebänder zweimal in der Größe von ca. 34 x 5 cm zu. Alternativ kannst du auch ein Schrägband oder ein vorgefertigtes Band in der gleichen Länge verwenden. Die Breite sollte etwa 1 cm sein. Nähanleitung. Schneide die 2 Rechtecke und das Volumenvlies aus. Das Volumenvlies benötigt keine Nahtzugabe. Ich habe mich hier für 2 verschiedene Stoffe entschieden. So kann ich das Nestchen auch einmal umdrehen, wenn ich ein anderes Design haben will. Wie schon erwähnt, müssen zusätzlich die Bindebänder in der Größe von ca. 34 x 5 cm in deiner berechneten Menge ausgeschnitten werden. Falte bzw. bügle ein Rechteck für die Schlaufen an der kurzen Seite links auf links, ca. 1 cm nach innen. Falte das Rechteck an der langen Seite 4-mal, sodass die schönen Seiten nach außen schauen. Stecke die Schlaufen mit Klammern zusammen. Nähe dann einmal knappkantig um die eingeknickte kurze und lange Seite. Achte darauf, den Nahtanfang und das Nahtende zu verriegeln, damit alles gut hält. Wie bereits erwähnt, kannst du alternativ auch Schrägband zusammenfalten oder bereits fertiges Band verwenden und nur die Enden versäubern. Stecke jeweils 2 Bänder an die gemessenen Stellen auf die rechte Stoffseite, also bei mir die Abstände von 2 Holzstäben. Achte dabei darauf, dass das erste Band und das letzte Band mindestens 1 cm innerhalb des Stoffes liegt. Bevor du die Bänder annähst, überprüfe kurz am Bettchen, ob die Abstände so passen. Nähe dann die Bänder im Nahtzugabenbereich fest. Verriegle die Naht, indem du einmal oder zweimal hin und her nähst, damit alles gut hält. Falte die angenähten Bänder nach innen, bevor du das zweite Rechteck rechts auf rechts mit dem Volumenvlies drauf legst. Stecke dieses mit Klammern fest. Wenn möglich, bügle vorher das Volumenvlies auf. Falls das bei deinem Vlies nicht geht, kannst du es alternativ mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Hast du das Volumenvlies befestigt, nähst du einmal rundherum mit 1 cm Nahtzugabe. Lasse dabei eine handbreite Wendeöffnung offen. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende an der Wendeöffnung. Am Ende angekommen, nähst du noch ein Stück über die Anfangsnaht hinaus, um alles gut zu sichern. Wende das Ganze auf rechts. Forme die Ecken und Kanten schön aus.
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Am schönsten sieht es aus mit einem unsichtbaren Stich. Dafür benötigst du Nadel und Faden. Verknote das Ende des Fadens. Steche dann vom Knick der Nahtzugabe zur anderen Seite und wieder zurück, bis du am Ende angekommen bist. Versäubere das Ende. Eine ausführliche Anleitung findest du im eingeblendeten Video. Bei eckigen Bändchen nähst du an jeder Ecke eine Naht von oben nach unten. Dann lässt es sich besser um die Ecke legen. Bügle gern noch einmal zum Schluss darüber. Fertig ist das Nestchen. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir gerne eins meiner anderen Nähanleitungen an. Ich würde mich noch über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!